Die Spermienanzahl des Mannes von heute ist schon lange nicht mehr so hoch und die Qualität so gut wie die eines Mannes aus den 70er Jahren. Das besagt jedenfalls eine neue Studie, die die Spermienkonzentration untersucht hat. Heißt das, uns wird es bald nicht mehr geben? Das eher nicht, erklärt Dr. Arne Behm. Er ist Urologe und Androloge, also ein Arzt, der sich mit den Fortpflanzungsfunktionen des Mannes befasst. Wenn wir wissen wollen, ob wir aussterben, können wir uns die Geburtenrate anschauen, die relativ stabil über diesen Zeitraum ist. Die schwankt immer etwas, aber scheint nicht in dem Verhältnis auf die Hälfte gesunken zu sein wie die Konzentration der Spermien in dieser Studie. Dass die Spermienqualität nachlässt, ist schon länger bekannt. Laut der neuen Studie sank die durchschnittliche Spermienkonzentration nun auch um mehr als 51%. Und das zwischen den Jahren 1973 und 2018. Jedoch sei es schwierig, solche Laborstudien zu vergleichen, denn die Auswertung heute ist eine andere als damals. Aber nicht nur das. Das Alter der Probanden, das heißt der Personen, die untersucht wurden, ist sehr wichtig bei dieser Studie. Das heißt, es muss auch verglichen werden 1973 bei einem jungen Mann im Alter von 25 mit einem jungen Mann heute im Alter von 25 Jahren. Dass das nicht unbedingt vergleichbar ist, weil heutzutage die Geburten der Kinder häufiger bei älteren Eltern stattfinden, das heißt also im späteren Lebensabschnitt, sollte auf jeden Fall mit eingeflossen sein. Die Gründe für den Rückgang der Spermien seien unklar. Es wird vermutet, dass es sowohl mit dem Lebensstil der Männer zu tun hat, als auch mit den äußeren Umständen, wie Kontakt mit Schadstoffen, Umweltverschmutzung oder Plastik. Das Wichtigste ist die gesunde, ausgewogene Lebensweise. Man muss nicht unbedingt zuführen, sondern man sollte eher weglassen. Das heißt also alle schädlichen Stoffe. Das kann sein Genussgifte wie Rauchen, Alkohol oder eine ungesunde Ernährung. Das kann sein, dass wir durch die Arbeit belastet werden durch chemische Stoffe. Das kann aber auch sein, dass einfach der Stress dazu führt, dass wir weniger Spermien produzieren und eine schlechtere Qualität haben. Helfen könnte auch mehr Forschung und Maßnahmen, damit die Fortpflanzungsfähigkeit der Männer nicht weiter verschlechtert.